ernsthaft die Passkontrolle geschafft. Und jetzt geht's ab auf die Fähre. So. Der Dani hat Brechdurchfall. Das ist nichts Schönes. Ihm geht es relativ schlecht. Aber es ist auch etwas, was gerade passiert. Der Dani sagt mir, ja, mach weiter, mir ist so schlecht. Und ich mir so, ja gut, ich verstehe, dass er auf die Kabine will, aber jetzt so zu hetzen, weil was wir da nicht mit haben wir halt nicht mit. Also packe ich noch alles ein. Er geht schon aus dem Schiff heraus, denke mir, okay, was macht er jetzt dort? Wir müssen ihn noch was anschauen. Und dann komme ich her, er steht schon da und übergibt sich einfach und ja. Ja, so ist das. Aber Gott sei Dank haben wir eine Kabine, da gibt es auch eine Dusche. Ich bin komplett leer, wirklich. Mein Magen hat sich so zusammengekrampft und wollten noch sich übergeben. Ja, ist nichts mehr da. Das ist eklig. Oh. Sorry, Hafenbecken. Daniel wandert dahin. Ich habe ihn noch nie so bleich gesehen. Und ihm ist ganz kalt und ganz schwach, weil er alles verloren hat. Schwer zu überleben. Der Dani hatte natürlich nach dem Erbrechen ziemlichen Durst und hat dann ganz vorsichtig und sehr langsam wirklich schlückchenweise Wasser getrunken. Dann wieder alles erbrochen und er schaut jetzt richtig schlimm aus. Also er hat so riesen Augenringe, ganz blau, die waren ganz eingefallen, ganz weißes Gesicht. Das muss man sich vorstellen. Ich stehe am Rand von der Rampe, wo die Autos reinfahren, speibe und durchfalle in das Wasser. Und er sagt zu mir, ja, Sie könnten noch aufs Klo gehen. Und ich so, Alter, ich kann nicht mal 2 Schritte gehen, ohne dass ich irgendwas verliere. Also, naja, da hinten ist die Toilette. Und ich so, ja, ich weiß. Und dann haben wir einfach angefangen, ihn zu ignorieren. Ja. Und das ist jetzt der Arzt. Ja, ich dachte, das ist, weiß nicht, irgendein Aufpasser oder von mir ist auch der Captain. Und dann frage ich es bei der Rezeption und dann sagen sie, ja, warten Sie kurz, dass da drüben ist der Arzt und ich schaue so und das ist einfach dieser weißhaarige Mann, der schon die ganze Zeit mit uns schimpft. Und dann murmelt er noch irgendwas auf Italienisch von Stupido und so. Ja. Jetzt hat er uns so Tabletten gegeben, die er dann nicht schlucken könnte. Ja, mehr kann er nicht machen. Lani hat die Medikamente genommen und sie bis jetzt behalten. Und ist in 3 Decken eingewärmt, damit er wieder ein bisschen Wärme bekommt. Wie bitte? Eingewickelt. Und ist in 3 Decken eingewickelt, damit er wieder Wärme bekommt. Guten Morgen auf der Fähre. Wir haben es überlebt. Ja. Dani kann wieder lächeln, stehen, reden. Lächeln konnte ich auch schon gestern. Ja. Die Augen wieder normal weit öffnen. Schaut wieder gesund aus. Wie ich die Kabine vor 3 Wochen oder sowas gebucht habe, hat eine Cabin with Sea View genauso viel gekostet wie eine Inside Cabin. Und dachte mir so, naja gut, dann halt eine mit Sea View. Und es hat sich ausgezahlt. Also wenn wir das Meer sehen, dann heißt es, dass das Rettungsboot im Wasser ist und dann haben wir, glaube ich, ein anderes Problem. Und sonst gibt es da unten so einen kleinen Spalt von, ja, halber Meter vielleicht, wo man das Meer sieht. Also technically sieht man es, ja. Dani geht schon wieder gut genug, damit er sich beschweren kann. Es ist wunderschönes Wetter, scheint die Sonne, es ist trotzdem nicht allzu warm. Aber ja, wir werden uns jetzt noch ein Frühstück organisieren und dann haben wir 500 Kilometer bis Civitavecchia zu fahren. Das ist bei Rom. There's all the ordinary days. There's nothing I can do.
There's nothing inside, that's a fact. Nothing excites me. Maybe Das ist so cool in Italien, dass man sich quasi dann aussuchen kann, zu welcher man fährt. Hier zahlt man, wenn man nicht selber tankt, sondern tanken lässt, zahlt man 30 Cent mehr pro Liter. Und es ist eh schon urteuer. Also sonst halt eh schon 1,60 und mit Service dann 1,90. Aber jetzt müssen wir doch nochmal 15 Liter nachtanken, damit es sich ausgeht. Aber das ist wieder so eine nervige Zapfsäule, wo es nicht einschnappt. Das ist wirklich was ich an Österreich vermisse. Und zwar, dass die Zapfsäule einfach durchgehend immer funktioniert. go out. 18 im Jahr 2018. Wir sind jetzt gleich am Hafen. Wir haben da jetzt bei der Fähre nach Barcelona schon mindestens 10 Autos gesehen, die so unglaublich viel am Dach haben. Und das sind wirklich alles mögliche Kinderfahrräder, Nachziehwagerl, ein Reifen obendrauf und eben ganz viel nach unten eingepackt in so, ja, so wie Frischhaltefolie, halt so Gepäckfolie. Es werden immer mehr Autos mit diesen Dachgepäckaufbauten und die ganzen Autos selber sind innen auch ganz angestopft mit Sachen. Also es ist so interessant, weil wir fahren von Italien nach Spanien. Also ich meine, sonst würde man es irgendwie einsehen, dass man Sachen halt so ganz viele Sachen mitnimmt, womit man dann ein bisschen Geld verdient, wenn man sie wieder verkauft. Aber so. Ich habe den Mann neben uns in der Reihe jetzt gefragt, was es eben damit auf sich hat. Er hat gemeint, sie fahren von Italien nach Marokko und verkaufen die Sachen halt dort. Und jeder hat halt Reifen und Fahrräder und alles Mögliche. Wir haben auch schon so einzelne Flaschen Putzmittel und so in den Scheiben bis oben hingestapelt gesehen. Also ja, jetzt wissen wir es auf jeden Fall. Es wird nach Marokko transportiert und dort verkauft. Und das ist quasi Business, also da steckt schon was dahinter. Das ist unglaublich viel. Was bei uns mittlerweile auch schon Tradition hat, von einem teuren Spritland in ein günstiges Spritland zu fähren, die gelbe Tankleuchte. You're all I have in mind. Guten Morgen. Das war eine der angenehmsten Nächte auf einer Fähre seit je. Und vor allem, was bei der letzten Überfahrt so furchtbar war einfach, dass diese Blechpaneele auf der Decke schon so lose waren und immer geklappert haben, wenn das Schiff so ins Wasser eingetaucht ist und halt so vibriert hat. Und das ist da jetzt nicht so. Das Zimmer jetzt hat, glaube ich, die Hälfte gekostet, obwohl wir doppelt so lang fahren als die letzte Fähre. Man kann schon die spanische Küste sehen und wir werden circa in 2 Stunden ankommen. Und ja, es ist eigentlich ganz ruhig verlaufen, alles war gut. Hallo. So eine Kabine zu zweit ist echt ein unglaublicher Komfort gewesen. Also ich finde, das fühlt sich so super an, auch in Betracht zum Beispiel, dass wir von Frankreich nach Irland die große Überfahrt halt ohne Kabine gemacht haben. Und die Kabine jetzt ist einfach so ein großer Luxus, den ich eigentlich nicht mehr missen möchte. Also ich finde, jeder sollte das mal ohne Kabine gemacht haben, aber ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal ohne Kabine über Nacht vor allem fähren möchte. Ja. Your attention please. We inform passengers that the expected arrival in the port of Barcelona is around 6 o'clock p.m. All passengers and truck drivers are invited to leave the cabin. We remind to take all personal objects from the cabin. Thank you.
nicht gedacht, dass es noch hell ist um die Uhrzeit. Also der erste Eindruck von Barcelona ist echt hübsch. Ja. Auch gerade, glaube ich, in Kombination mit der Abenddämmerung, wo halt schon alle Autos Licht eingeschaltet haben, aber trotzdem noch der Himmel hell ist und so, ist echt schön. Ich meine, die Städte, die wir jetzt die letzten paar Male gesehen haben, sind jetzt nicht, ohne böse zu reden wollen, nicht schwer zu übertreffen, aber Barcelona scheint echt schön zu sein. Und so beeindruckt. Ich wusste schon immer, dass Barcelona schön ist. Der Campingplatz wirklich eine eigene Autobahn, also Autostraßenausfahrt. Ja. Das ist ja lustig. Der Campingplatz ist ganz schön und morgen werden wir nach Barcelona fahren, was mich auch freut, weil wir ja sonst nicht so oft in Städten sind. Wir sitzen jetzt im warmen Dachzelt mit Meeresrauschen. Ja. Genießen wir nochmal Spaghetti. Also ich glaube, wir wollen jetzt nicht jeden Abend erwähnen, wie toll die Heizung ist, aber wir haben ja jetzt, ich glaube, 4 Nächte schon wieder ohne Heizung geschlafen. Jetzt eben wieder die 3. Nacht im Dachzelt mit Standheizung. Diesmal sind wir 20 Meter vom Meer entfernt. Die Wellen sind deutlich lauter als das Geräusch der Standheizung. Also man hört nicht, ob sie an ist oder nicht. Gute Nacht. Buenas noches. Guten Morgen. Hm? Ich fahre jetzt gerade mit dem Bus in die Stadt und der Dani wollte noch frühstücken und alles in Ruhe machen und ich wollte aber gleich in die Stadt und alles anschauen. So, ich bin jetzt 4 Stunden da gesessen, habe 2 Videos und gemacht. Und dann ist jetzt auch in die Stadt gekommen und wir werden uns treffen zum Mittagessen. So, wir haben uns jetzt noch entschieden, mit der U-Bahn zu La Sagrada Familia zu fahren. Da steht auf die Sekunde genau, wann die nächste U-Bahn kommt. Das ist irgendwie so das Must-See in Barcelona. Irgendwann zum 100. Todestag des Architekten, glaube ich. In ein paar Jahren soll sie fertig sein. Oh ja. Es sind so viele verschiedene Stile und so. Ja. Wir sind wieder zurück am Campingplatz und heute Nacht wird es ein bisschen windiger, deswegen stellen wir uns einfach wohin, wo wir nicht ganz so exponiert sind, weil wir halt jetzt wirklich ganz vorne stehen, ohne irgendeinen Schutz. Und da stellen wir uns daneben so eine Scheune. Ja, geregnet hat auch schon. Unsere Jacken sind ein bisschen nass, aber wir können sie einfach im Dachzelt trocknen. So super. Das ist jetzt auch der erste Regentest für die Standheizung. Die Hülle sollte das Wasser super abperlen lassen, also der Stoff ist wirklich wasserdicht. So kommt kein Wasser rein, obwohl die Kiste einen Spalt offen ist. Also das funktioniert auch gut. Also das ist eines der besten Sachen, bei Regen im Zelt zu sein. Ich finde, das ist so schön. Ja. Also auch grundsätzlich wäre es auch ohne Heizung echt schön, ich mag das wirklich. Aber ja, auch so ist es echt super. Gute Nacht.